Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Last Starship vor 1.0 Release, Calyx startet noch diesen Monat in den Early Access, neuer harter Schwierigkeitsgrad für Airborne Empire, Pompeii bekommt kostenlose Story-Erweiterung, auch Strategos startet schon kommende Woche in den Early Access und Göttersim Masters of Albion hat ein Release-Datum und sieht überraschend richtig gut aus. In dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, bei welchem ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen bekommt und so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen könnt. Zum Beispiel gibt es hier aktuell den guten, aber unter dem Radar laufenden Themenpark-Simulator Park Beyond schon ab 2,88 €. Im Vergleich zu Steam spart ihr hier also 26,50 € und unterstützt mit einem Kauf zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. Vergleichen lohnt sich immer. It's the 23rd century. Humanity has colonized the stars. Millions now thrive across distant worlds. The Interstellar Mining Corporation has issued a new challenge. Build a Stargate powerful enough to reach the nearest galaxy. Nach 3 Jahren Early Access erscheint The Last Starship am 3. Februar 2026 als Vollversion auf Steam. Noch vorher, beziehungsweise diese Woche, ist außerdem Update 21 erschienen, welches dem Indie-Titel neben einem Motion Sickness Mode und Steam Achievements auch den Ausbau des Schiff-Editors beschert, da die bisherige Rasterbegrenzung entfernt werden konnte. In The Last Starship baut und verwaltet ihr ein eigenes Raumschiff, welches ihr fortan befehligen müsst. Wie ihr das macht, liegt dabei komplett bei euch selbst. So könnt ihr zum Beispiel auf Laserkanonen setzen und eine Karriere als Weltraumpirat starten oder euch als Minen-Bergbauraumschiff, Ingenieur oder Weltraumbusfahrer versuchen. Der Reiz besteht aber natürlich darin, ein ganz eigenes Raumschiff samt Crew zu unterhalten und für deren Wohlergehen zu sorgen. Wer Bock drauf hat, kann schon seit einiger Zeit auf Steam in die Demo reintesten. Most important of all, survive. Survive the emptiness of space, the greed of pirates, and the threat of the unknown. Sehr spannend ist auch das in Kürze startende RTS Calyx. Hier errichtet ihr auf einem fremden Planeten eine Basis, um deren Ressourcen zu plündern. Allerdings hat ein außerirdisches pflanzliches Alien etwas dagegen, weswegen ihr hier um jeden Quadratmeter kämpfen müsst, bzw. euch ununterbrochen gegen die schnell wachsende und sich ausbreitende Pflanze verteidigt. Die jetzt für den 29. Januar angekündigte erste Early Access Fassung wird schon zum Start über 17 Missionen verfügen und mit 5 Schwierigkeitsgraden daherkommen. Zudem gibt's Skirmish-Gefechte auf 7 Karten, in denen ihr die Parameter der Calyx-Pflanze selbst bestimmen könnt, wohingegen ein Multiplayer-Modus bis auf weiteres nicht vorgesehen ist. Our kingdoms were built aloft, amongst the clouds, and knew no borders. But those are just legends. Hingegen befindet sich Airborne Empire schon ein ganzes Jahr im Early Access. Das kommende Update wird im Luftstadt City Builder um einen schwereren Schwierigkeitsgrad ergänzen, welcher sich von der Community gewünscht wurde. In Airborne Empire errichtet ihr eine ganze Stadt auf einem fliegenden Plateau und müsst neben der Schwerkraft auch Angriffe gegen Piraten und andere Luftstädte abwehren. Taking to the skies. Will you be the inheritor foretold? To decide the fate of the Airborne Empire. Citizens. Vesuvius stirs. Lobenswert geht auch die Entwicklung am Römer-City-Builder Pompeii The Legacy weiter. Lobenswert deshalb, dass sich das Ein-Mann-Projekt mittlerweile bei einem 24-Stunden-Peak von weit unter 50 Spielern eingependelt hat und daher eigentlich als krachender Flop gewertet werden muss, der absehbar kein Land gegen Anno 117 gesehen hat.
Trotzdem steht, wie gesagt, mit Update 0.6.2 demnächst eine größere Erweiterung an, die vor allem mehrere Kampagnenquests als Fortsetzung der Hauptgeschichte ergänzt. Wer also mit Anno durch ist und noch Römer sehen kann, kann hier gerne mal einen Blick riskieren und die verschüttete Stadt Pompeji zu neuem Ruhm und Glanz führen. We celebrate. Will there really be lions, Father? Real ones from Africa. Excellent. Da scheinbar im Januar so viele Spiele erscheinen, darf hier auch Strategos nicht fehlen, welches nun offiziell am 20. Januar seinen Hut in den Ring um die Gunst der Strategiespieler wirft. Strategos beschreibt sich selbst als Echtzeit-Taktik-Kriegsspiel in der Antike und möchte euch mit über 120 Fraktionen und 250 verschiedenen Einheiten historische und fiktive Schlachten schlagen lassen. Dafür stehen euch dann Formationsbewegungen, Verfolgungen, Ausweichmanöver, Moralschwächungen, Kriegsnebel, Geländeeffekte sowie natürlich auch Flanken- und Frontalangriffe zur Verfügung. Im Grunde also was für alle, die auf das erst kürzlich angekündigte Medieval 3 warten. Peter Molyneux gehört zweifelsohne zu den prägendsten Urvätern der modernen Videospiele. Und auch wenn er in den letzten Jahren seinen Ruf mit Spielen wie Curiosity und Godos dermaßen an die Wand gefahren hat, bleibt er trotzdem für immer der Vater von Populous, Theme Park, Dungeon Keeper, Black and White und Fable. Der nun 66-Jährige möchte es gemeinsam mit vielen Weggefährten der letzten Jahrzehnte noch einmal wissen und das Beste aus seinen All-Time-Klassikern in einem letzten Spiel verwirklichen, bevor er sich dann in die Rente verabschiedet. Jedenfalls war aufgrund der sehr negativen Vorgeschichte der Hype um Masters of Albion ehrlich gesagt bisher nicht existent, weswegen hier wohl zu Recht zunächst ganz genau darauf geschaut werden wird, bevor hier nochmal jemand Geld in die Hand nimmt. Im nun veröffentlichten Trailer sieht man aber direkt, wo dieses Spiel herkommt und kann Elemente aus Dungeon Keeper und Black and White sofort erkennen. Ihr baut hier quasi tagsüber an eurer Siedlung, während ihr euch nachts verteidigen müsst und das wahlweise aus der Third-Person-Perspektive oder via Götterhand mit Feuerbällen und Co. wie dazu mal bewerkstelligt. Ich sag's mal so, für mega Hype reicht das natürlich bei weitem nicht, aber das Gezeigte sieht zumindest im nun veröffentlichten Trailer tatsächlich gut aus und könnte, wenn das Ganze am Ende auch irgendwo Spaß macht, dann doch nochmal ein gutes Spiel zum Karriereende werden. In diesem Sinne, euch ein schönes Restwochenende. Nächste Woche geht's dann mit Age of Empires 5 weiter. Ja, richtig gehört. Und bis zum nächsten Mal. Right now, we have a vacancy that needs filling. There's one seat empty in this story. That of the Master. Might you be the one to sit on his throne? Might you be the next Master of Albion?